Stefan, 5 Minuten Folgen. 5 Minuten neue Sachen im Web. Und jetzt gibt es was über Collections. Ich mag ja Collections. Collections sind ja eine schöne Sache. Und Collections, ich finde ja, eine Programmiersprache wird erst eine Programmiersprache, wenn sie eine vernünftige Collection API hat. Was sagst du dazu? Macht das was mit dir? Wie würdest du Java da einschätzen? Ich habe ja... Warte, ich hole kurz Popcorn. Ich habe ja... das geht alles von seiner Zeit ab. Ein Richter hat mich dazu verdonnert, nicht mehr über Java zu reden. Aber gucken wir uns doch mal kurz zusammen diese Struktur hier an. Wir haben hier eine, jetzt ist eine Liste von komplexen Objekten oder mehr oder weniger komplexen Objekten. Da steht ein bisschen was an Payload drin. Und da wollen wir irgendwas mitmachen. Sowas in irgendeiner Form kommt immer im Projekt vor oder in unserer Arbeit. Und wir wollen das rausnehmen. Wir wollen das so ein bisschen umsortieren. Wir wollen vielleicht irgendwie, wir haben jetzt in diesem Fall Medienformate, wir wollen mit Podcasts anders umgehen wie jetzt mit Videoformaten. Und das kann man anders machen. Das kann man, also ganz früher hat man das irgendwie mit dieser Art. Sowas hat jeder von euch schon mal programmiert, in Klammern von Stack Overflow kopiert. Und das funktioniert. Allerdings ist das nicht sonderlich sprechend. Das behaupte ich einfach mal. Es gibt ja noch eine weitere Variante oder mehrere weitere Varianten, mit Reduce da zu arbeiten. Das ist alles, man kann das machen. Aber heute, oder? Stefan, ganz bald. Ganz bald. Kann ich auf meinen Collections eine Group-Funktion aufrufen und ich mache genau das, was ich gerade gezeigt habe. Und ja, finde ich, das ist eine Kleinigkeit. Wann hast du das letzte Mal in einem Projekt dieses Problem gehabt? Konkret dieses Problem, weiß ich gar nicht, ob ich das schon hatte. Also ich hatte es bisher auch noch nicht so oft. A few moments ago. Sowas in irgendeiner Form kommt immer im Projekt vor oder in unserer Arbeit. Ist es nur vorgekommen? Allerdings passt das für mich in diese Filter, Map, was weiß ich, Sum, Kette, macht meinen Code lesbarer. Ich muss an der Stelle nicht drüber nachdenken. Und also finde ich, allein aus diesem Grund finde ich das total super. Also kann ich das jetzt verwenden? Es kommt mit ES 2023. Es gibt Bibliotheken, die das hier polyfillen. Aber es kommt ganz, ganz bald. Stefan, was hast du? Ja, sieht sehr gut aus. Ne? Also erinnert mich ein bisschen an Group By in HTML, ne? Und in SQL, Entschuldigung, in SQL. Ja. Und auf jeden Fall wäre das wieder so eine Stelle, wo ich überlegen müsste. Also, du sagtest, es passt gut so in Filter-Map. Ja. Deswegen wäre ich auch geneigt, das vielleicht als Reduce zu schreiben. Aber wie du schon sagst, Reduce ist nicht sehr lesbar. Macht man dann doch ein For Each. Und jetzt einfach eine Group-Funktion zu haben. Perfekt. Alles klar. Hallo zusammen, wir melden uns hier nochmal aus dem Aufnahmestudio und uns ist da was aufgefallen. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, unsere Group-Funktion, unsere Group-Methode ist mittlerweile in Stage 4, also ganz kurz davor, wirklich Standard zu werden. Allerdings ist eine Kleinigkeit passiert. Die Methode heißt nicht mehr Group, sondern sie heißt Group By. Und sie ist jetzt statische Methode am Object. Das finde ich jetzt etwas weniger schön, weil also das direkt am Array, an der Collection zu machen, finde ich etwas schöner. Aber gut, Hauptsache wir haben es da. Grund ist, wie das so oft ist, Name Clashes. Es gibt eine Bibliothek namens, ich glaube, das war Sugar.js, die damit geclasht ist, die ich bisher nicht kannte, die ganz nett aussieht. Die damit aber irgendwie Problemchen hatte. Ansonsten hat sich gar nicht großartig viel geändert. Schauen wir uns mal das am Beispiel an. Wir haben hier unser Beispiel mit unserer Watchlist, wie gehabt. Und jetzt rufen wir unser Group By nicht mehr auf der Watchlist auf, sondern auf dem Object selber. Was danach passiert, ist exakt das gleiche. Also es wurde nur der Ankerpunkt geändert. Was hattet ihr davon? Seid ihr, wie ich, so ein bisschen enttäuscht davon, dass das nicht auf der Map API oder auf der Collection API gelandet ist? Lasst es uns wissen. Schreibt uns in die Kommentare und zurück ins Studio. Leute,
falls euch diese 5-Minuten-Formate gefallen, drückt hier unten mal auf Like. Und jetzt an dieser Stelle verlinken wir euch noch weitere 5-Minuten-Folgen. Und wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal auch wiederzusehen. Bis demnächst. Papalapap. Papalapap.